Bye, bye. Ja. Willkommen zu Teil 2 des Vietnam-Abenteuers. Früh am Morgen sitzen wir wieder auf unseren Maschinen. Wir verabschieden uns noch vom Dorfelefanten und finden uns bald auf den schmalen, staubigen Wegen Zentralvietnams wieder. Die Landschaft ist geprägt von kleinbäuerlichen und ländlichen Strukturen. Man trifft vielerorts auf Bauern, die mit einfachsten Mitteln ihre Felder bestellen. Wasserbüffel als Nutztiere sind vor allem wegen ihrer Sanftmütigkeit beliebt. Und so begegnen wir ihnen immer wieder auf unserem Weg in den Norden. Kurz nach unserem Start wird es richtig spannend. Eine Flussüberquerung mit der Fähre steht an. Erst hat aber die Kuhherde Vorrang. Wusstet ihr, dass Kühe ausgezeichnete Schwimmer sind und sogar die kleinen Kälber der starken Strömung mühelos trotzen? Dann sind wir an der Reihe. Mr. Wu versucht als erster auf die Fähre zu gelangen, aber offensichtlich noch nicht ganz ausgeschlafen, fällt er vom Schiff. Ich glaube, das will ich nochmal sehen. Ich eile sofort los, um zu helfen. Mr. Wu scheint unverletzt zu sein. Aber seine Maschine hat wohl etwas abbekommen. Oh shit. Ja. Ein kurzer fachmännischer Blick verriet mir aber, dass es nichts Schlimmes sein kann. So, der Schalthebel, gell? Er wollte, dass er ihn los. Weil er hat. Ja. Ich habe das Fenster weiter weg. Ja, aber ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Der hat sich da irgendwie komisch angestellt. Wie überall in Vietnam sind auch sofort hilfsbereite Menschen und ein paar einfache Werkzeuge zur Stelle. Der verbogene Schalthebel wird kurzerhand mit einem aus Baustahl geschmiedeten Brecheisen begradigt. Schnell noch die Rampe zur Fähre verbreitern und wir starten mit unserem zweiten Versuch. Ich versuch's mal selber. Ich brauche nur Platz noch. Ich mach das mit Schwung. Ja. Und weiter geht es auf den sandigen, staubigen Wegen.
Mr. Wus Maschine ist dafür einfach nicht ideal. Zwischendurch muss Steff absteigen. Für die alte Straßenmaschine einfach nicht das richtige Terrain. Ja, vielleicht da sogar gescheiter gewesen. Meine kleine Honda hat da keine Probleme. Offroad zeigt sie erst so richtig, was sie kann. Ja! I see! Vietnam zeigt sich von seiner schönen Seite. Nahe der kambodschanischen Grenze führt uns unser Weg entlang des einstigen Ho Chi Minh Trails. Zu Hause wird man von den politischen Akteuren ständig vor den Gefahren des Fremden gewarnt. An dieser Stelle möchte ich euch die Gefahren zeigen, die auf einer solchen Reise lauern. Hier im zentralen Hochland Vietnams sieht man bestimmt nicht viele Touristen, aber überall, wo wir auftauchen, freundliche, hilfsbereite und offenherzige Menschen. Auch wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen, werden wir überall mit einem freundlichen Hello und einem Lächeln begrüßt. In einem Dorf bleiben wir stehen und dürfen dabei zusehen, wie traditionelles Reispapier in Handarbeit produziert wird. Leider macht Chris' Motorrad irgendwann Probleme und bleibt immer wieder liegen. Ja. Aber er ist nicht weit, er steht da hinten gleich. In Vietnam ist es zum nächsten Mechaniker nie weit. Bald haben auch wir einen gefunden und das Motorrad von Chris ist schnell und günstig repariert. Unterdessen entdecken wir eine Kakaoplantage und werden von der Bauernfamilie
herzlich begrüßt. Hello. Ein paar Selfies sind natürlich auch drin. Okay. Okay. Thank you. Come on. Das Motorradfahren in Vietnam ist großartig. Endlich ist der Kopf frei und es gibt nur mich, die Maschine und die wundervolle Landschaft. Die Honda XR bewältigt alle Hindernisse und an die Fahrweise hier habe ich mich auch gewöhnt. Ich muss euch aber zeigen, wie das Linksabbiegen in Vietnam funktioniert. Erst fährt man in den Gegenverkehr, um die Kurve herum, dann geht's als Geisterfahrer weiter. Und bei günstiger Gelegenheit schummelt man sich wieder auf die richtige Straßenseite. Wieder zurück auf der Hauptstraße machen wir erstmal eine Rast und stärken uns am Straßenrand mit einem unglaublich leckeren Gam Ga. Die letzten Kilometer unserer heutigen Etappe bewältigen wir spielerisch auf asphaltierten Straßen. Abends erreichen wir unsere Bungalows nahe der idyllischen Dreisab Wasserfälle. Planschen im Dschungelwasserfall ist zwar toll, aber irgendetwas ruft mich da draußen. Irgendetwas wartet auf mich. Es sind die Wege durch den Dschungel. Ich kann es nicht lassen, meinen Tank auf diesen Pfaden leer zu fahren. Am Weg zurück treffe ich noch auf einen Hirten, der mir stolz seinen Fang zeigt. Nach
nachts gibt es ein leckeres Barbecue in einer Hütte mitten im Dickicht. Danach falle ich todmüde ins Bett. In den nächsten Episoden. Ich werde fast von einem Moped überfahren. Überhole einen LKW. Mache ein paar Fotos. Und wir ziehen unsere Regenjacken an.